Moin Leute, ihr schaut Mo von VR, ich bin Mutensen und das hier ist Alvo. Und wisst ihr was? Ich bin auf der PlayStation VR 2. Ja, es ist heute rausgekommen. Am 18.08. kam Alvo. Das war ja tatsächlich für August, September angekündigt. Ich habe nicht damit gerechnet. Einfach raus. 18,99 € kostet es. Wenn ihr es für die PlayStation VR 1 besitzt, dann müsst ihr 4,99 € für das Upgrade bezahlen. Das finde ich ehrlich gesagt ein sehr gutes Prinzip. Gefällt mir. So, ihr kennt es, ich bin heute hier nicht, um euch Alvo zu zeigen. Das Spiel gibt es ja schon länglich für die PlayStation VR 1. Danach dann auch Ports für zum Beispiel die Quest und Pico. Ich glaube sogar für den PC gibt es das mittlerweile, also auf allen Plattformen. Und das ist auch das Schöne. Denn in diesem Monat, wo Firewall erscheint, ist es natürlich nicht die beste Gelegenheit, einen weiteren Multiplayer-Shooter rauszubringen. Aber Alvo hat eine Nische. Alvo ist nämlich das Spiel, das könnt ihr jetzt auch mit eurem PlayStation VR 1-Kollegen zusammenspielen. Wenn ihr eine PlayStation VR 2 habt, haben wir jetzt Auswahl. Ja, es gibt tatsächlich Pavlov, was gut abliefert, ein schönes Spiel ist. Und dann ab nächste Woche Firewall. Und Alvo kommt in den Qualitäten da nicht so richtig ran, würde ich mal behaupten. Ja, schon gar nicht, was die Grafik und so angeht. Das Spielgefühl ist hier ein bisschen arcadiger, würde ich das bezeichnen. Aber dadurch, dass es halt jetzt ein Shooter ist, den ihr mit euren Quest-Freunden, mit euren Pico-Freunden, mit euren PlayStation VR 1-Freunden zusammenspielen könnt, hat das seine Berechtigung. Das finde ich tatsächlich gut. Und jetzt gucken wir mal, was der so kann. So, scheinbar sind hier meine Punkte von der PlayStation VR 1-Version und mein Rang alles erhalten geblieben. Das finde ich schon mal nice, ne? Man musste nämlich bei jedem Update von Alvo irgendwie immer von vorne anfangen, da war ich irgendwann genervt. Und jetzt kommt der entscheidende Moment, auf den ihr wahrscheinlich wartet. Das hier wird nämlich ein ganz schneller Test, ein Techniktest, wie immer. Es ist scharf. Ja, es ist richtig gut scharf für PlayStation VR 2 Verhältnisse. Das spielt hier mit in der oberen Liga. Allerdings ist es nicht hundertprozentig. Ich denke mal, sie haben hier einen Kompromiss gemacht beim Anti-Aliasing. Ja? Also fühlt sich sehr scharf an, aber bei kontrastreichen Kanten, da oben der Lampe, da sehe ich so ein bisschen Gejitter, da ist nicht so gutes Anti-Aliasing. Das ist aber gut, damit die Bildschärfe sich gut anfühlt. Und bei dieser Auflösung hier ist das Gejitter nämlich auch vernachlässigbar. Tatsächlich ist Alvo kein Spiel, das jetzt so super hyperrealistische Grafik hat, deswegen holen einen dann solche Effekte auch nicht raus. So, wir können uns bei Alvo hier so ein bisschen Mannequin aussuchen. Die Skins hier kriegt man dann später, wenn man sie bezahlen kann. Punkte gibt es fürs Spielen. Wir können flüssiges Drehen einstellen und Snap-Turn, alles wie wir das kennen aus anderen Spielen. Wir können das künstliche Drehen auch komplett deaktivieren. Wir haben ja jetzt kein Phone-Tracking mehr. Ja? Vignetten mache ich mal hier für mich alle aus. Ich brauche sowas nicht. In Zielrichtung laufen brauchen wir auch nicht. Ton. Ich möchte auf jeden Fall keine Mucke haben. Der Rest ist okay, glaube ich. Steuerung. Oh. Gewehr statisch. Dual Wield. Oh, ja. Ja, Leute, das alte Alvo konnte man ja sogar mit dem Move-Controller spielen. Ich habe es aber ausschließlich mit dem Aim-Controller gespielt. Deswegen muss ich jetzt mal sehen, wie ich klarkomme. Es ist auch für Linkshänder. Das ist schon mal gut. Und dann gibt es hier dieses Halten, Greifen gedrückt, um die Waffe zu nehmen. Ihr kennt das ja, ob ihr die ganze Zeit das Gewehr festhalten müsst oder ob ihr nur einmal klickt. Ich bin auf der PlayStation VR Fan von einmal klicken, dann bleibt es in der Hand kleben. Ich lasse es mal so, wie es Default jetzt ist. So, hier kann man sich die Waffen zusammenbauen und Loadouts basteln und so. Ja. Dafür braucht man aber auch die Punkte und Freischaltung. Man kriegt also im Verlauf des Spieles immer mehr Zeug. Kann ich mir schon irgendwas Tolles? Maximal Munition kann ich mir besorgen. Zweites Extra, schon irgendwas freigeschaltet. Phantom? Nö. Und dann hier sogar irgendwelche Perks aussuchen. Also, und es ist ein Multiplayer-Shooter, 5 gegen 5, glaube ich, habe ich schon gesagt. Oder waren es 4 gegen 4? Ne, ich glaube 5 gegen 5. Und hat auch schon verschiedene Spielmodi. Ja, ihr könnt das sehen hier. Team Deathmatch und jeder gegen jeden. Harte Punkte, suchen und zerstören, ist ein bisschen taktisch. Und es gibt sogar einen Zombie-Modus. Haben wir auf der PlayStation VR 1 schon Videos drüber gemacht, die könnt ihr euch angucken. Da will ich jetzt heute nicht mehr so drauf eingehen. Was hier aber auch drin ist, was ich witzig finde, wir können ein Match erstellen. Das habe ich im alten Spiel nicht gefunden, merkwürdigerweise. Vielleicht aber auch meine Schuld. Gut, machen wir das mal. 10 Spieler, Bots sind erlaubt. Jeder gegen jeden. Und vor allen Dingen,
was ich jetzt hier auch gerade sehe, wir kennen die Town- und House-Map, die gibt es ja nochmal bei Nacht. Später kam dann die Desert-Map dazu und vor allen Dingen Industrial und Factory, die ich richtig geil fand. Town Dusk und Dojo Rückzugsort. Ich glaube, die haben mir immer nicht so gut gefallen. Aber es gibt jetzt Hochhaus und Baugrube und ich weiß nicht, ob es die auch schon in der alten Version gab. Die habe ich da nicht gesehen. Ich habe aber die alte Version auch länglich nicht gespielt. Dann gucken wir mal rein, würde ich sagen, was das hier für eine Sache ist. So. Wie gesagt, wenn euch das interessiert, was das überhaupt für ein Spiel ist, dann gibt es auf meinem Kanal hier wirklich genügend Videos, wo ich das schon gezeigt habe. Jeder gegen jeden. Ich bin bereit. Und naja, offensichtlich kommt jetzt gerade keiner. Ich glaube, ich bin der erste Mensch, der es gerade ausprobiert, weil ich eben nach Hause gekommen bin und gesehen habe, dass Alvo da ist. Und dann habe ich es überall gepostet. Und jetzt... Achso, ich habe ja eh privates Match hier. Kann gerade gar keiner rein. Ja, okay, das passt gut. Dann muss ich nur gegen Bots schießen und kann in der Zwischenzeit alles in Ruhe angucken. Das sieht doch schon mal ganz nett aus, ne? Aber wie gesagt, ein riesiger Unterschied zwischen zum Beispiel Alvo und Firewall ist, dass bei Firewall ist ja die Umgebungsgrafik unglaublich gewesen auf der PSVR 1, ja. Das war alles sehr glaubwürdig. Und andere Spiele sind halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, 3D-iger, ja. Und Alvo zum Beispiel ist eins von denen. Das sieht hier zwar ungefähr aus wie eine Baustelle, für Alvo-Verhältnisse sogar schon ziemlich cool, muss ich sagen. Aber man merkt halt Unterschiede. Ich hoffe, die Musik geht gleich weg. Ich hatte doch die extra leise gestellt. Alter, okay. Man merkt halt Unterschiede hier in der inhaltlichen Qualität. Ja? Also die Leute, die das hier zusammenbauen, sind nicht so skilled wie die Leute, die das für Firewall machen. Und Alvo auch nicht. Ja? Und der Vorteil ist aber, Alvo läuft nur auf der PlayStation VR 2 und auf dem PC. Das hier läuft aber dafür auf allen Versionen und dafür kann man natürlich Kompromisse hinnehmen. Finde ich machbar. Oh, da fiel gerade einer vom Dach. Okay. Das Waffengefühl bei Alvo ist auch ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so massiv wie zum Beispiel bei Pavlov. Ja, irgendwie fühlt es sich hier immer ein bisschen spielzeugmäßiger an. Auch, dass man so ein Trail hier hat, wo die Schüsse sind. Ich schieße nämlich meistens immer wie mit Leuchtmunition bei Alvo, ist mir mal aufgefallen. Aber jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen am Zielen. So, wechseln wir mal das Magazin. Zack. Ja, kann man machen. Läuft. Gegen wen hat der denn gerade geschossen? Junge! Reaper. Ich habe hier einen perfekten, wie heißt das? Sniper-Spot hätte ich beinahe gesagt, aber eigentlich ist es der Camper. Wer hat den denn umgelegt? Oh Mann. Was, wo? Hallo? Okay, ihr seht schon, man kann hier seinen Spaß haben. Also wie gesagt, ich finde bei Alvo, aber das war auch schon bei der PlayStation 1 Version, war das Schießgefühl irgendwie immer anders, ne? Man hatte nicht so das Gefühl, liegt vielleicht auch im Sound oder so, dass man so direkt eine echte Knarre in der Hand hat. Ich fand es immer so ein bisschen arcadiger. Das mindert aber den Spielspaß nicht, ja? Es funktioniert. So, einfach mal nachladen zwischendurch. So, ihr seht auch die Waffen, die haben hier keinerlei, wie heißt denn das, spannende Shader oder so, ja? Das ist einfach nur grau. Da glänzt nichts. Aber wenn man jetzt hier so spielt, ist alles schön klar von der Grafik her, ne? Die kleinen Geschichten kann man vernachlässigen, finde ich. Aber man sieht auch ganz deutlich, dass hier die Texturen halt alle auch echt low sind, ja. Das hätten sie vielleicht noch mal ein bisschen aufbauen können, finde ich. Ich weiß jetzt nicht, ich denke nicht, dass es jetzt auf Quest-Niveau ist, aber wenn man halt größere Auflösung hat in dem Spiel, könnte ich dann und dem jetzt schon mit mehr interessantem Shading oder so hier keine Rechnung trägt, der Leistung der PS5, hätte man ein bisschen mehr
Auflösung die Texturen machen kann. Ja? Also hier sieht man echt an den Buchstaben jetzt die Pixel. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch, naja. Keiner spielt Alvo wegen der Grafik, würde ich einfach mal behaupten. So, aber hier die neue Map. Kann man machen, ne? Ja. Ich würde sagen, an der Stelle verlassen wir das mal und gucken uns nochmal die zweite Map an. Ich will halt nur mal einen ganz schnellen Techniktest machen. Ihr kennt das jetzt schon von Green LWA. Da hat das ja auch gut funktioniert und dann spielt man irgendwann mal in Ruhe und findet alles raus. Erstellen, aber ihr habt dann einfach jetzt schon eine Möglichkeit, von mir zu erfahren, ob das hier technisch überhaupt ein Sprung nach vorne ist oder ihr einfach eure Bots erlauben. Genau, einfach eure PlayStation 1 Version weiter benutzen könnt und euch die 4 Euro spart. $4,99. Entschuldigung. Aber schon präziser sein, ne? So, ich bin bereit. Da ist merkwürdigerweise keiner im gegnerischen Team. So, das hier ist auch eine Map, die ich noch nicht kenne. Ja? Das scheint irgendwie eine kleine Arena zu sein. Ich habe da auch Elemente aus der Factory Map gesehen, glaube ich. Hier dieser Container, der kommt mir leicht bekannt vor. Bisschen Rohre. Ja. Ja, ich würde sagen, das hier ist der Container Yard von Alvo. Sieht aber ganz nett aus. Ja? Texturen hier. Okayisch immer, ja. Sie machen halt immer sehr viel mit farbigem Licht in Alvo. Ich persönlich finde nicht, dass das irgendwie spannender ist, sondern das Ganze wieder ein bisschen mehr in Spielzeugrichtung schubst. Aber hey. Na komm. Beginne. Alright. Habe ich Team gemacht? Nice. Oh. Woher erkennen wir denn die Gegner? Ich weiß es gar nicht. Da hinten läuft auf jeden Fall jemand. Alter! Okay. Ja, die Bots sind aber auf Zack, würde ich mal sagen. Die lassen sich hier nicht die Butter vom Brot nehmen. Na, kommst du auch wieder raus? Oh, wow! Nicht schlecht. Meine Leute haben grüne Häkchen. Das heißt, wenn ich einen ohne grünen Haken sehe, muss ich abdrücken. Hilfe. Was? Alter, wo kam der denn? Ja. So, ich kann ja auch während des Kampfes meinen Loadout ändern, aber ich möchte das, was ich habe. Ich mag immer diese Waffe hier am liebsten. Aber seht ihr das? Also, das Umgebungslicht hat hier eigentlich auch keine Auswirkung auf die Waffen oder sowas. Ja, das ist alles wirklich sehr, sehr einfach vom Shading. Ab. Oh Mann. Was ist denn los? Ich sehe ja gar keinen Stich. So was Freches. Ich sehe vor allen Dingen auch keine Gegner. Irritierend finde. Hallo? Da war einer. Was sagst du denn? Man muss offensichtlich nur Hallo sagen. Eben war dann noch einer oben auf dem Turm, aber der ist sehr schnell wieder verschwunden. Alter, sobald man einen Gegner sieht, ist man auch schon... Das ist aber auch ein Unterschied bei Alvo hier. Ne? Wenn man getroffen wird, ist man sehr, sehr schnell tot. Da muss man bei Pavlov zum Beispiel ganz schön abdrücken. Das war nicht geschickt, Junge. Ich habe deine Hände durch den Container gesehen. Da ist einer gelaufen. Hier ist ein guter Gammelpunkt. Alter, was ist denn? Ja. Na gut. Aber mal hier oben kann man ja krass dominieren. Aber ich glaube, bei echten Menschen ist man hier auch sowas von auf der Schießscheibe. Ey, wo? Okay, ja, jetzt ist ja einer hochgekommen. Ich glaube, es ist auch okay, ne? Also ich habe verstanden, was los ist. Kann ich hier noch irgendwas anderes zeigen? Erstmal nicht. Ja. Ich glaube, für den ersten ganz schnellen technischen Eindruck ist es das.
Und es macht genau das, was es soll und was man auch erwartet, ja. Das Spiel sah nämlich auf der PSVR 1 von der Auflösung her okayisch aus, fand ich, ja. So mit einer PlayStation Pro. Und als ich die Quest-Version gesehen habe, war ich ziemlich verwundert, weil das sah eigentlich 1:1 aus wie die PlayStation VR 1-Version, ja. Da hatte ich überhaupt nichts zu meckern und dass sie hier jetzt mit der Mehr-Performance der PlayStation 5 dann auch tatsächlich die Auflösungsmöglichkeiten der PlayStation VR 2 unterstützen können, das war klar. Machen aber auch nicht alle Entwickler, deswegen lohnt es sich immer kurz mal nachzugucken. Ich bin zufrieden mit dem hier. Wie gesagt, Alvo ist relativ einfach, was die Optik angeht, aber jetzt gibt es das Ganze hier in scharf und mit ja, Analogsticks an den Controllern. Ich habe jetzt tatsächlich vom Rumble gar nicht viel gemerkt, also es ist definitiv da, aber am Kopf habe ich nichts gemerkt. Ich weiß nicht, ob ich am Kopf nicht getroffen wurde oder schon nicht mehr empfindlich dafür bin. Keine Ahnung. Ja, schreibt mir mal, was ihr darüber denkt. Ja, das ist der First-Person-Shooter-Monat hier, August. 3 Spiele kommen raus, wo geballert wird. Eieiei. Wird Zeit, dass mal wieder ein Abenteuer kommt mit Blümchen und so, ne? Nein, ich mag es ja selber sehr gerne. Heute Abend gibt es übrigens auch Ballerei für nächsten, nämlich den 64-Player-Multiplayer-Shooter D-Day, ja, der PlayStation VR 2 Nachfolger von dem ersten. Da ist heute die Open Beta, die geht los. Irgendwie ab 20 Uhr gibt es die Beta zum Runterladen, kostet in Deutschland 25 Cent, überall anders umsonst. Und wir wollen heute Abend 21 Uhr knattern. Kommt vorbei. Ansonsten freue ich mich über ein Däumchen, abonniert den Kanal. Bis dann zum Mutense Mofan VR. Sogar in Alvo, immer für euch da. Bye bye.